schon mal alles vorbereiten. Angenehmes Licht heute. Während ich hier meine Leinwand auspacke, überlege ich gerade, was ich überhaupt tun werde. Ich weiß es noch nicht. Ich will mich heute so intuitiv leiten lassen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich die Leinwand hochkant nehme oder quer. Kann auch sein. Aber ich möchte es auf jeden Fall heute bunt machen. Ich will erstmal mit der Nagelbürste anfangen. Damit kann ich nämlich gleich schöne, große Farbflächen herstellen. Ich gebe einfach die Farbe darauf. Die ist gar nicht so flüssig, wie du siehst. Einfach verwischen, einfach rüberziehen und das inspiriert mich sofort. Ich mag die Streifen, die finde ich ganz spannend gerade. Mal gucken. Jetzt gebe ich einfach mal Gelb dazu und mische das hier so ganz leicht, aber eigentlich finde ich die Streifen ganz schön. Ja, das inspiriert mich einfach gerade. Und auch wenn ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, irgendwie kann ich mich hier auf jeden Fall schon mal wiederfinden. Ich habe mir einfach ein paar Farben gemixt und ich habe hier ein Knalleorange. Das knallt wirklich. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Magenta passt auch dazu. Das finde ich ganz gut. Können sich auch leicht vermischen. Das hat doch schon mal Spaß gemacht. Ich habe mich schon ein bisschen ausgetobt. Jetzt trocken und ja, ich finde die Stellen hier ganz schön, aber da muss auch wieder was noch mehr drauf. Und ich habe mir in der Zwischenzeit was überlegt. Also überlegt ist übertrieben, ehrlich gesagt. Ich habe mir ein paar Werkzeuge geholt und ja, die kennst du. Und auch ein Spachtel. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt verwenden werde und was ich jetzt letzten Endes mache, aber die Streifen, die waren es. Also die haben es mir irgendwie angetan. Irgendwie fange ich aber trotzdem mit einem Pinsel an. Keine Angst haben. Du kannst doch erstmal Wasser raufschmeißen und die Übungen per Trockenübung machen, sozusagen. Und ja. Welchen Farbton nehme ich? Ich habe hier so ein Beige. Sieht irgendwie komisch aus. Oh nein, nein. Tja, es war kein Beige, das war meine Spachtelmasse. Passieren. Also einfach kurz wieder runterholen. Deswegen ist es immer gut, wenn die Farbe trocken ist. Also nochmal, ich nehme jetzt Weiß. Ich habe kein Beige. Ich nehme einfach Weiß. Soll wahrscheinlich weiß sein. Und dieses Orange finde ich klasse, das gebe ich einfach mal dazu. Und wie schön sich das ineinander verteilen lässt. Ein Türkis passt gut, auch einfach dazu. So losgelöst die Farben drauf. Ich meine, was gibt's Schöneres? Habe ich auch gerade eine Idee bekommen, was ich dann gleich noch für ein Werkzeug nutzen kann. Da bin ich jetzt gespannt. So, wo ist er? Das muss doch ganz gut sein. Ah, Mist, hier ist ein Krümel. Das macht Spaß. Das geht so schön leicht und ja, du kannst das wunderbar ineinander ziehen.
Jetzt kann ich auch hier so ein Spachtel nehmen, so ein Malmesser mit Zacken und ziehe noch dazu Streifen rein. Heute sind Streifen einfach angesagt. Wollen wir mal schauen, wie es aussieht? Ja, das finde ich gut. Also ich kann da oben noch ein paar Stellen überarbeiten, aber grundsätzlich kann das so bleiben. Also das kann man durchaus mal schnell und einfach so machen und es macht tierisch viel Spaß. Ich habe aber irgendwie noch Lust weiterzumachen und ja, ich mache einfach weiter. Ich habe es noch ein bisschen geföhnt. Es ist noch leicht feucht an den Stellen. Das Orange hier, dieser orange Klecks, der inspiriert mich irgendwie. Jetzt ist mir wieder nicht mehr nach gerade, sondern nach schräg und krumm. Deswegen mache ich jetzt einfach noch weiter. Bisschen rumkrickeln, ausprobieren, einfach machen. Diesen Klecks hier finde ich ganz schön, den muss ich noch doller nacharbeiten. An was erinnert mich das jetzt gerade? Vielleicht kriege ich die noch ein bisschen weg. Das sah irgendwie gerade aus wie ein Hase. Den mache ich mal wieder weg. Oder sieht man immer noch. Es macht einfach Spaß und ich genieße das gerade und es muss auch überhaupt nichts dabei rauskommen, außer ein richtiger Farbklecks. Ein fröhliches Sonnenbild. Die Sonne scheint aber auch. Es hat einfach nur richtig viel Spaß gemacht. Also das passt bestimmt auch irgendwo hin, wer es mag. Ich fand es vorher, glaube ich, sogar besser. Aber das ist egal. Der Weg war einfach das Schöne und das Bild erinnert mich daran. Du hast heute also mehrere Möglichkeiten gesehen, loszulegen, einfach zu machen. Mach einfach deine Welt ein bisschen bunt. Und ja, das Bild liebe ich übrigens. Und ich habe mich da auch wieder total über eure Kommentare gefreut. Die waren so, so toll wieder. Also herzlichen Dank. Ich kann hier auch gerade noch mal rumschwenken, weil ich endlich mal aufgeräumt habe. Und ja, also danke fürs Zuschauen. Hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Im Buch kannst du noch mal auf Seite 22 gucken, da ist das Werkzeug vorgestellt. In der englischen Ausgabe ist es immer alles 2 Seiten weiter.
Ich habe auch 2 relativ einfache Bilder mit dem Werkzeug in das Buch gepackt und da kannst du nochmal schauen, die sind hinten am Ende und nochmal sehr unterschiedlich, also einmal ein bisschen expressiv und einmal ein bisschen softer und je nachdem, wie deine Stimmung gerade ist, kannst du eben die Bilder auch wunderbar nacharbeiten. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hab einen schönen Sonntag. Danke für deine Unterstützung. Auf allen Kanälen merke ich das, dass ihr mich da unterstützt. Ich habe da teilweise stelle ich dann die Uhrzeit habe ich letztens nicht richtig gemacht. Danke für den Hinweis und ja, also was, dass ihr euch auch da einfach gegenseitig schon unterstützt, ist toll. Also danke, danke, danke. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.